Aber wenn man sich, das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich bedenkt, dass eine Fliege relativ schnell durch die Gegend fliegt. Ja, wenn man versucht, wenn schon jemand mal versucht hat, das abzufangen. Reynardo had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret, but the victims had spoken to Reynardo. The ghosts had spoken. No. No anger. Reynardo could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Reynardo would just be one with everything. The Emperor would die, and the wheel would turn, and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Ja, wenn man sich bedenkt, eine Fliege fliegt verdammt schnell. Und wenn man sich jetzt bedenkt, ja, die Zunge des Frosches muss noch viel schneller sein. Aber okay. Ich meine, man kann Fliegen fangen, das bestreite ich nicht. Aber, naja. So. Wir haben das Teil. Also wir haben Schildbrecher. Und das würde ich echt gern lassen. Also ich würde gern alles lassen, was wir jetzt haben. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen, aber... Erhöht angeblich die Chance auf seltene Beute um 2%. Ja, gut. Ganz ehrlich, nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt einfach mal schnell durch die Gegend. Versuchen so wenig Zeit zu vergeuden wie möglich. Ich hätte noch gern das eine Tor mitgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ist. Könnte es sein, dass es hier ist? Ja, ist da hin. Okay. Na dann auf und hin. Ich sehe nur... Oh, hier war was wegdrehen. Okay. Gut, dass wir das Schwert schon haben. I wonder what happens if I go that way. Keine Ahnung. Nee, wir machen einen kleinen Umweg. Würde ich mal behaupten. Könnte ich einen Altar benutzen, bin ich aber noch zu low für. Oh, das sieht mir nach einer Kampfarena aus. Schildbrecher Level 3, sehr nice. Was genau bringt mir das? Was? Oh nein! Ah, da war doch. Okay, ich dachte, das war jetzt eine einmalige Möglichkeit. Don't look down, he thought. Ich dachte, das war wirklich eine einmalige Möglichkeit. Aber okay. So, hier ist überhaupt nichts. Dürfte ja auch eine Abkürzung sein. But the more he thought about it, and he had so much more time to think about it now that he was not worrying about the battle, killing the Emperor would not change anything. Another would take his place. Perhaps Zenobia. Perhaps the Speaker of the Rebel Council, and power would corrupt them too, and death would make grief, and grief would lead to hatred. He must lead by example. Reject the violence. Reject the desire to create violence. But how? It was definitely easier to fight inanimate objects. Ich kämpfe gern gegen Kisten. Bringt Training. Oder so. So. Und das war's. Ach, es geht so schnell voran hier, das ist Wahnsinn. Don't look down, he told himself. Don't look down. Oh, das war knapp. Okay, jetzt glaube ich kommt da eh schon der letzte Kampf. Ich nehme das Schwert, das macht einfach, glaube ich, mehr Damage. Oh doch. Ein bisschen noch. Gleich kommt der letzte Kampf.
gleich. Jo, davon. Alter, hier war... Warte, hier war ich noch nie. Also die Ansicht hatte ich noch nie. Alter, wieder Schild. Der Schild wegfetzt. Das war einer von den... Na komm. Was das? Ja, das war's. Sehr geil. Nicht gut. Was? 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 Ich geh mal rein. Finally, he came to the Emperor's ship. The path behind him was strewn with dead ravens. The path to enlightenment. His mistake, he realized, was trying to change the world. The world would spin and the wheel would revolve whether he strove against it or not. What he had to do was nothing. He had attained enlightenment. He sat down, adopted a full lotus position, and began to meditate. And all around him, the warriors stopped fighting too. They knew. They could feel his enlightenment. They gave up fighting, dropped their weapons, and became his disciples. No, just kidding. The nearest raven stabbed him with a sword and then chopped off his head. I might not have thought this through properly. Thought Reynardo's head as it rolled around the deck and died. And just like that, he was alive again. And back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, the book was a portal. It took you to the future when your destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he'd learned another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Ja, neues Jahr abgeschlossen. Geschichte 15, Rückkehr der Hippies. Ein Held, der über das Heldentum hinauswächst, um eins zu werden. Mit allem. Belohnung, Level Up. Und wir haben den Iblisstein. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Belohnung, Stufe 4 Fähigkeiten. Bam, so. So, jetzt haben wir die Geschichte und die Geschichte. Jetzt fehlt nur noch die Geschichte. But he was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. He just had to keep running the path of Destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Of course, Reynardo had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. But could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? Okay, wir haben jetzt schon die ganzen Geschichten gesehen. Ich würde sagen, wir machen das mit dem Sky Ripper. Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent Emperor had buried its pieces deep. And then, this Emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Ich überspringe die Geschichten. Ne? Wir haben die Geschichten jetzt schon alle gehört, zumindest teilweise. Die Anfangsgeschichten kennen wir jetzt schon alle und die würde ich jetzt gerne überspringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Sky Ripper Teil und dann... As he set foot on the island,
Reynardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ja, also ich werde jetzt den Skyrim machen, dann werden wir das nächste, ich glaube, dann wird vorgeschlagen, dass wir zu Zenobia gehen und das werde ich dann definitiv machen. Is why heroes are called dashing, Reynardo thought. See? Dashing? Get it? Nein. Werkbank benutzen, glaube ich, ist eh noch nicht. Okay. Ich glaube, hier gibt's hier ein Rätsel? Gibt es hier ein Rätsel? Ich weiß gerade gar nicht. Es gibt hier ein paar Augen, aber die sind relativ unspannend. Muss ich zugeben. Two eyes good. One eye dead. 2 Augen gut, ein Auge tot. Ja. So, Nase juckt, wie immer halt. Oh, das war keine gute Idee. Ah doch, hat mich nicht gesehen. Okay. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht bin ich hier schneller. Alter. Those flames really bring out your eyes. Ja, und jetzt? War nichts mit euch, ne? Ich glaube, das war eine Abkürzung. So wie ich das That sehe. had been his mistake before. Thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or something. Okay, die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach vergrub der Ikei die Waffen immerwährende Kaiser. Die Waffen verschwand. Ging ja ins freiwillige Exil, um die Welt vor der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen, als die der Waffen des Opfers? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument. Falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen, es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isegrim, der dritte geheimes Tagebuch. Schon wieder. So, da gibt es eine Tür. Ist wahrscheinlich der Standard, die Tür. Ja, eine Kiste. Ist immer schwer zu sagen. Da kommt man weiter. Da ist auch eine Tür. Alter, das sind viele Türen. Ich gehe mal da hinten durch die blaue Tür jetzt. Weiß ja nicht, wo ich hinkomme, deswegen ist sehr egal. It was time for a little exploration. Natürlich. Ich glaube, das Schwert ist relativ unspannend. Ich finde das... Wobei, später könnte es dann interessant werden, das Schwert. Das sieht mir nach einem Kampf aus.
Ich kann hier schon hin und her switchen. Ah, hier war die rosa Tür, die jetzt verschwunden ist. Okay. Look, it's not personal, but you smell terrible. Na komm. Mach es nicht schwieriger, als was es ist. Alter, wie der Reynardo hier durchschnetzelt durch die Gegner. Das ist echt nicht mehr normal. Oh, cool. Das ist echt cool. Sometimes, Reynardo really hated inanimate objects. Natürlich. Ich verstehe. Ah, ich weiß, die Tür ist auch noch, aber ich glaube, da geht's weiter. Ich habe keinen Schimmer mehr. Ich gehe mal hier lang. Ich habe nur die Angst, wenn ich kämpfe, dass ich auch dann nicht mehr weiterkomme. Ja, du hast wohl den Raben zu spät gerettet. Barely landed a claw on him. Oh je, draußen donnert es schon wieder. Auch nicht schön. Körperlicher Widerstand. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich mache mal das auf hier. Und dann haben wir auch schon den ersten Teil des Skyrippers. Who are you looking at? Oh, right. Ah, No ja. one. Boah, das war knapp. Das Teil zieht verdammt viel Leben ab. Ich heile mich mal ein bisschen. Ah, schon wieder. Ziemlich schlecht. Wow, okay. Das ist nicht sehr spaßig. Boah. Ich bin schon ziemlich Meister, glaube ich, des Kämpfens jetzt schon geworden. War's das jetzt oder sind schon, kommt da noch was? Nö, das war's. Okay. Wow, 7 Leben ist nicht mehr so geil. Ich kann mich noch ein bisschen heilen, aber viel ist es nicht. Viel ist es nicht. Hier bin ich letztes lang Hero gelatscht, ne? wall. Hero sword. Firewall. Fire. Ach, hat sich das Schwert noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, das war gut. Komm her. Komm her. Ja, das Ding kann aber leider, das kann er leider echt gar nichts. Das kann nämlich nicht mehr angreifen. Das ist so traurig. Und schon wieder elementare Widerstand. Really give you an edge. The wrong, well, it still looked pretty, didn't it? Hier lang. Ist egal. Boah, so viele Windextrakt-Sachen, die ich hier kriege. Sehr schön. Gefällt mir. Muss ich zugeben. Ah, und ich kann mich heilen. Yeah. So, du erholst dich von einem... Ja, das ist relativ irrelevant. Also das interessiert mich ziemlich wenig. Die Regeneration wäre super. Aber okay. Ich würde gern das letzte hier nehmen. Wenn ich es schon habe.
Da kann ich gegen den einen Schlag töten. Das ja, schon geil.